Wenn du selbstständig bist und umsatzsteuerpflichtige Umsätze erwirtschaftest, musst du wahrscheinlich zumindest unterjährig Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Wie du das ganz konkret in Lexware Office machen kannst, schauen wir uns in diesem Video an. Doch bevor ich dich mit auf meinen Bildschirm nehme und wir in Lexware Office einfach mal gemeinsam eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, gibt es ein paar Dinge, die ich vorher einmal klarstellen möchte. Und zwar, der erste Punkt ist die Frequenz der Umsatzsteuervoranmeldung. Die Häufigkeit, wann du für welchen Zeitraum eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, richtet sich nach der gesamten Umsatzsteuerzahllast des letzten Jahres. Wenn du im letzten Jahr unter 2.000 € Umsatzsteuer insgesamt an das Finanzamt gezahlt hast, dann musst du unterjährig gar keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Dann reicht es tatsächlich, wenn du einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgibst, das heißt eine Jahreserklärung fürs gesamte Jahr, musst aber unterjährig keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Wenn du im letzten Jahr zwischen 2.000 und 9.000 € Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt hast, dann ist dein Voranmeldezeitraum das Quartal. Wichtig: immer das Kalenderquartal. Das heißt, vollkommen unabhängig davon, wann du gegründet hast, gilt immer das erste Quartal vom 1. Januar bis zum 31. März, das zweite Quartal vom 1. April bis zum 30.06. und so weiter. Und wenn du irgendwann gründest, dann gilt halt nur ein Teil des Quartals als dein Voranmeldezeitraum, weil du ja nicht das gesamte Quartal oder der gesamte Monat tatsächlich auch selbstständig warst. Das dritte Szenario, was es gibt, ist eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung. Die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung gilt für dich, wenn du im letzten Jahr über 9.000 € Umsatzsteuer an das Finanzamt gezahlt hast. Wenn du Gründer bist, fragst du dich mit Sicherheit: ja, schön und gut mit dem Vorjahr. Ich bin Gründer, ich habe kein Vorjahr. Muss ich jetzt automatisch das nur noch jährlich machen, weil kein Vorjahr heißt auch unter 2.000 € Vorjahr? Nicht ganz. Im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, das ist dieser Fragebogen, mit dem du dich steuerlich beim Finanzamt registrierst, wenn du dich selbstständig machst, machst du Angaben über die voraussichtlichen Umsätze und tatsächlich auch über die voraussichtliche Zahllast im ersten Jahr. Das ist meiner Meinung nach das schwierigste Feld, weil wie um Himmels Willen soll man sinnvoll Umsätze, Gewinne und dann auch noch die Umsatzsteuerzahllast schätzen, aber tatsächlich ist diese Angabe im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung dafür maßgeblich, in welcher Frequenz du deine Umsatzsteuervoranmeldung als Gründer abgeben musst. Diese Frequenz gilt dann für das Gründungsjahr und das folgende Jahr, also quasi für das laufende Jahr und dann das nächste Kalenderjahr. Die häufigste Voranmeldefrequenz für Gründer ist allerdings das Quartal. Das heißt, wenn du jetzt nichts extra vom Finanzamt hören solltest, würde ich dir empfehlen, dass du dann als Gründer einfach eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgibst. Und generell ist ehrlicherweise das, was das Finanzamt dir mitteilt, jeweils entscheidend. Manchmal meldet sich das Finanzamt gar nicht und du hast es zwar im Blick, dass du beispielsweise jetzt über 9.000 € Umsatzsteuer gezahlt hast. Ich würde dir aber persönlich immer empfehlen, einfach darauf zu warten, was das Finanzamt dir mitteilt. Das heißt, diese Einteilung in monatlich, quartalsweise oder aber auch jährlich ist für dich wichtig zu wissen, dass du so einen Überblick hast, und falls du nichts von dem Finanzamt hörst. Falls das Finanzamt dir einen Brief schickt, dann hältst du dich einfach daran, was das Finanzamt dir sagt. Nachdem wir jetzt wissen, für welchen Zeitraum wir eine Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen, kommen wir zu der Frage: wann müssen wir sie denn machen? Und da gilt immer der 10. des Folgemonats. Das heißt, unabhängig davon, ob du als Voranmeldezeitraum das Quartal oder den Monat hast, du machst immer im Monat danach, also nach dem Voranmeldezeitraum, bis zum 10. deine Umsatzsteuervoranmeldung. Und das gilt nicht nur für die Meldung ans Finanzamt, das gilt tatsächlich auch für deine Zahlung. Das heißt, wenn du gleich mit mir zusammen deine Umsatzsteuervoranmeldung machst, solltest du idealerweise direkt danach den Betrag tatsächlich dann auch an das Finanzamt überweisen, damit das Geld pünktlich da ist. Wenn der 10. zufälligerweise auf einen Feiertag oder ein Wochenende fällt, dann gilt immer der darauf folgende Werktag. Das heißt, wenn der 10. September beispielsweise ein Samstag ist, dann musst du deine Umsatzsteuervoranmeldung für den August nicht bis zum Samstag machen, sondern hast Zeit bis zum Montag, das heißt in dem Beispiel jetzt den 12. September. Wenn dir das Ganze zeitlich zu knapp ist, was ja sein kann, weil irgendwann möchte man mal vielleicht auch frei haben, in den Urlaub fahren und man ist nicht immer innerhalb dieser 10 Tage in der Lage, eine komplette Buchhaltung abzuschließen. Dann kannst du eine sogenannte Dauerfristverlängerung beantragen. Diese Dauerfristverlängerung beantragst du einmalig im Jahr, also ganz am Anfang des Jahres, und gilt dann für das gesamte Jahr. Also dauerhaft. Dauerfristverlängerung. Und dann hast du immer einen Monat länger Zeit. Dann muss die Umsatzsteuervoranmeldung für August nicht bis zum 10. September abgegeben werden, sondern bis zum 10. Oktober und so weiter. Wenn du mehr wissen möchtest über das ganze Thema Dauerfristverlängerung, dann schau dir mal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Und ich würde sagen, mit diesem
diesen einführenden Worten wechseln wir einmal in Lexware Office, um gemeinsam eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Wir befinden uns hier in meinem Account von Lexware Office. Wir sehen einmal meine Kontostände, wie das Jahr bisher gelaufen ist, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel ausgegeben habe dieses Jahr, passiert. Und jetzt wollen wir gemeinsam die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Doch bevor wir das machen, beziehungsweise bevor du das erste Mal machst, solltest du erst einmal in die Account-Einstellungen von Lexware Office gehen. Da gibt es nämlich ein paar Dinge, die wir einstellen sollten, damit die Umsatzsteuervoranmeldung dann tatsächlich auch korrekt an das Finanzamt geht. Und zwar gehen wir hier einmal in die allgemeinen Einstellungen. Da gibt es nämlich 2 Punkte, die du dir unbedingt anschauen solltest. Also neben der Steuernummer und so weiter, weil die Steuernummer, also diese Nummer, nicht die Umsatzsteueridentifikationsnummer, diese Nummer, die hier jeweils steht, die ist wichtig für die Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung, weil das ist ja beim Finanzamt intern so wie das Aktenzeichen. Wenn du hier eine falsche Steuernummer angibst, dann kann das Finanzamt deine Umsatzsteuervoranmeldung eventuell gar nicht verarbeiten. Das heißt, hier solltest du auf jeden Fall deine Steuernummer angeben, die du bekommen hast, nachdem du deine Selbstständigkeit angemeldet hast. Und dann gibt es hier 2 Angaben, und zwar einmal zur Besteuerung. Und zwar kannst du hier auswählen, dass die Umsatzsteuer immer erst dann abgeführt wird, wenn du das Geld aufs Konto bekommst. Das ist die sogenannte Ist-Versteuerung. Oder dass du die Umsatzsteuer zahlst, wenn du quasi eine Rechnung erstellt hast. Das ist die Sollversteuerung. Das kannst du dir leider nicht vollkommen frei auswählen. Natürlich ist das deutlich günstiger für dich, dass du Umsatzsteuer erst dann zahlen musst, wenn du das Geld schon von deinem Kunden auf dem Konto hast. Weil sonst führt es unter Umständen dazu, dass du eine Rechnung schreibst, schon Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen musst, aber das Geld vom Kunden noch gar nicht bekommen hast. Das heißt, du legst das Geld quasi aus, weil du es dem Finanzamt schon überweist, obwohl du es selbst noch nicht bekommen hast. Das ist tatsächlich bei der Sollversteuerung der Fall und deswegen ist die Sollversteuerung für dich eigentlich auch immer unattraktiver. Du kannst die Ist-Versteuerung wählen, wenn du im Vorjahr unter 800.000 € Umsatz gemacht hast. Das heißt, bei den meisten kleinen Unternehmen und Selbstständigen ist es möglich, die Ist-Versteuerung zu wählen. Wichtig ist aber, es reicht natürlich nicht aus, das hier einfach bei Lexware in den Einstellungen zu hinterlegen. Du musst das jeweils beim Finanzamt beantragen. Also beim Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung, wenn du dich selbstständig machst, gibt es genau diese Frage, was du denn wählen möchtest, und dort solltest du die Ist-Versteuerung wählen. Und dann sollten natürlich die Lexware-Einstellungen genau dementsprechend, was du beim Finanzamt beantragt hast. Meine dringende Empfehlung ist deshalb, sowohl beim Finanzamt als auch bei Lexware die Ist-Versteuerung auswählen, dann läufst du nicht irgendwie Gefahr, fürs Finanzamt Steuern auslegen zu müssen. Und dann kommen wir hier zum zweiten Punkt, und zwar dem Voranmeldezeitraum für deine Umsatzsteuervoranmeldung. Das ist genau das, worüber wir schon gesprochen haben. Hier musst du also monatlich, vierteljährlich oder jährlich auswählen und ja, je nachdem gibst du dann deine Umsatzsteuervoranmeldung ab. Das sind die grundsätzlichen Account-Einstellungen, die du vornehmen solltest. Und dann gibt es im Wesentlichen eigentlich 3 Dinge, die du erledigen musst, bevor du tatsächlich rein praktisch die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben kannst. Und zwar erstens musst du alle deine Einnahmen erfassen. Alle deine Einnahmen erfassen heißt vor allem, schreib deine Rechnungen. Die allermeisten Umsätze macht man ja, indem man einfach irgendeine Arbeit erledigt und dann eine Rechnung stellt, und dann ist die ja automatisch im System, wenn du zumindest deine Rechnung in Lexware Office direkt geschrieben hast. Das heißt, bei der Einnahmenseite gibt es kein großes Problem, außer du hast Einnahmen, die dir zufließen, ohne dass du dafür Rechnungen schreiben musst. Das heißt, du kriegst einfach eine Gutschrift und hast eventuell gar keine Abrechnung oder bekommst von deinem Kunden eine Abrechnung. Ich habe tatsächlich beides. Ich habe zum Beispiel für die Einnahmen hier auf diesem YouTube-Kanal einfach monatlich eine Gutschrift von Google. Die können wir uns hier einfach einmal anschauen. Wenn ich nach Google suche, sehe ich hier regelmäßig Einnahmen von Google. Zum Beispiel hier Google Irland Limited 8.270 €. Dieses Geld bekomme ich tatsächlich einfach auf mein Konto gutgeschrieben. Und damit ich für diese Einnahme auch einen Beleg habe, erstelle ich tatsächlich für meine eigene Buchhaltung eine Proforma-Rechnung. Das ist eine Rechnung, wo alles draufsteht. Die sieht auch aus wie eine normale Rechnung, die habe ich aber tatsächlich nie verschickt. Die habe ich nur für meine eigene Buchhaltung erstellt, deswegen Proforma-Rechnung. Aber das ist eine ordnungsgemäße Rechnung, und wenn das Finanzamt irgendwann mal meine Buchhaltung anschauen sollte, dann können sie sich diese Rechnung anschauen und werden alle notwendigen Rechnungsbestandteile hier tatsächlich sehen, und ja, dann habe ich damit schon mal kein Problem. Das heißt aber, diese Proforma
Proforma-Rechnungen sollten natürlich auch von dir erstellt werden. Es reicht übrigens, wenn du so bei Plattformen angemeldet bist und zum Beispiel wöchentlich oder unter Umständen sogar täglich Auszahlungen bekommst, wenn du eine Rechnung pro Monat erstellst. Das heißt, du musst jetzt nicht für jede einzelne eingehende Bankkontotransaktion eine eigene Rechnung erstellen, wenn alles das gleiche ist. Neben diesen, ja, wie soll ich sagen, kommentarlosen Gutschriften gibt es aber auch das Szenario, dass du arbeitest und von deinem Kunden eine Gutschrift bekommst. Also du bekommst Geld überwiesen, du bekommst aber auch eine Art Abrechnung. Das ist zum Beispiel so, wenn du Versicherungen vermittelst. Dann bekommst du eine Provisionsabrechnung vom Versicherer und du bekommst auch das Geld überwiesen. Und dann nimmst du die Provisionsabrechnung und lädst die hier hoch. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du sie hier einfach reinziehst, also einfach hier hochlädst und dann ablegst. Oder aber, wenn du hier einfach draufklickst, dann kannst du ohne Probleme hier auch einfach ein Dokument auswählen und hochladen und dann kategorisierst du diese Einnahme als genau das, was es ist, und zwar als Einnahme. Genau das gleiche gilt übrigens für zig Online-Plattformen, Airbnb oder irgendwelche Freelance-Plattformen und so weiter. Da bekommst du in der Regel Geld und irgendeine Abrechnung darüber, was du verdient hast, lädst du hier alles hoch und erfasst du. Damit hast du die Einnahmenseite quasi schon mal gesichert und tatsächlich fürs Finanzamt auch die wichtige Seite, weil das ist ja die Steuerpflicht. Das heißt, die Umsatzsteuer, die in diesen Einnahmen enthalten ist, die musst du tatsächlich abführen. Du solltest aber im Eigeninteresse natürlich nicht nur deine Einnahmen erfassen, sondern auch deine Ausgaben. Und das läuft im Wesentlichen genauso. Du lädst hier einfach alle Rechnungen, die du bekommen hast, von deinen Lieferanten, von deinen Dienstleistern, von Software-Tools und so weiter, lädst du hier einfach einmal hoch. Das kannst du tatsächlich machen, indem du einfach eine E-Mail weiterleitest an die E-Mail-Adresse von deinem Lexware-Account oder du sammelst das irgendwie in einem Ordner und lädst das einmal gebündelt hoch. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich auch Tools, die da einem das Leben ein bisschen einfacher machen, zum Beispiel Invoice Fetcher oder Get My Invoices, und dann hast du all diese Rechnungen erstmal hier abgespeichert und nachdem du alle Belege dann hier gesammelt hast, musst du sie noch einmal erfassen, also kategorisieren. Bedeutet ganz konkret, du musst für jeden einzelnen Beleg einmal ein Buchungskonto hinterlegen und einen entsprechenden Umsatzsteuersatz. Das heißt, hier ganz konkretes Beispiel, ich habe an Haufe Service Center GmbH einmal die Rechnung bezahlt für Lexware, also ganz konkret Lexware Office XL, und da habe ich ausgewählt Lizenzen und Konzessionen, weil das die Softwarelizenz ist, mit 19% Umsatzsteuer, weil das halt entsprechend genau 19% Umsatzsteuer enthält. Das heißt, diese 39,15 € Rechnung, die habe ich einmal kategorisiert und jetzt ist sie als Ausgabe hier enthalten und reduziert damit sowohl mein Gewinn, also der Nettobetrag reduziert meinen Gewinn, aber diese ausgewiesene Umsatzsteuer, also diese 6,25 €, die kann ich tatsächlich in der Umsatzsteuervoranmeldung gegenrechnen. Dieses Geld bekomme ich quasi vom Finanzamt wieder oder anders formuliert, die kann ich von meiner Umsatzsteuerschuld quasi reduzieren. Und deswegen ist es wichtig, dass ich hier alle Ausgaben, also Eingangsrechnungen, richtig kategorisiere. Und damit machen wir einmal einen Haken dran an die Ausgaben. Damit sind wir allerdings noch nicht fertig. Ich habe das tatsächlich bei einigen schon mal gesehen, dass sie jetzt denken, naja, Einnahmen, Ausgaben, jetzt habe ich ja alles erledigt, also ab zur Umsatzsteuervoranmeldung und alles ans Finanzamt melden. Stimmt leider nicht, denn wir haben in den Einstellungen ausgewählt, dass wir nach der Ist-Versteuerung versteuern. Das heißt, immer dann, wenn das Geld ankommt. Und was haben wir jetzt noch nicht gemacht? Wir haben noch nicht erfasst, wann das Geld angekommen ist. Das heißt, wenn du bis hierhin die Arbeit gemacht hast, dann hast du bis hierhin auch alles richtig gemacht, aber wenn du jetzt in die Umsatzsteuervoranmeldung gehst und das jetzt ans Finanzamt abschickst, schickst du tatsächlich eine falsche Umsatzsteuervoranmeldung ab, weil wir ja vorher eingestellt haben, der Zahlungszeitpunkt ist relevant. Das heißt, die Zahlungen sind extrem wichtig für die Umsatzsteuervoranmeldung. Und deswegen meine dringende Empfehlung, geh auf Finanzen, auf Konten und connecte hier alle Bankkonten, die du nutzt, also alle Geschäftsbankkonten mit deinem Lexware-Account. Damit gehen nämlich automatisch alle Transaktionen in deinen Lexware-Account und das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist an jede einzelne Transaktion den entsprechenden Einnahme- oder Ausgabebeleg zu hängen. Und damit hast du für jede Rechnung, also sowohl rein als auch raus, den Zahlungszeitpunkt erfasst. Du siehst, ich benutze hier die Deutsche Bank und Vivid Money und beides ist
verbunden mit meinem Lexware-Account. Und ganz konkret läuft das folgendermaßen ab. Ich klicke auf Umsätze und kann mir hier dann alle Umsätze anschauen. Wir schauen uns das Ganze einmal an. Hier sehen wir zum Beispiel eine Abbuchung von Haufe Service Center GmbH. Das ist genau das, was wir gerade schon gesehen haben. Und ich sehe, zu dieser Abbuchung gibt es schon eine Zuordnung. Das heißt, an dieser Bankkontotransaktion hängt quasi schon ein Beleg, eine Ausgabe, die ich vorher schon unter Belege erfasst habe. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich tatsächlich auch, welche Rechnung. Und zwar sehe ich hier einmal die Rechnung mit dieser Rechnungsnummer. Ich kann das Ganze jetzt kopieren oder ich gehe hier einmal drauf und kann mir dann auch tatsächlich nochmal die Rechnung anschauen und ich sehe, ja, diese Rechnung ist das Ganze. Das heißt, diese Rechnung, ja, habe ich Ende Juli bekommen und Anfang August bezahlt und damit ist alles in Ordnung. Und du solltest jede einzelne Bankkontotransaktion mit einem entsprechenden Beleg verknüpfen, weil sonst hast du Einnahmen und Ausgaben, die einfach nicht berücksichtigt werden in dieser Umsatzsteuervoranmeldung. Und das Ganze geht auch übersichtlicher, und zwar klickst du hier in der Mitte auf Umsätze zuordnen und dann werden dir nämlich alle Umsätze angezeigt, an denen noch kein Beleg hängt, das heißt, wo es diese Zuordnung noch nicht gibt. Das heißt, du gehst einfach hier oben auf Finanzen, auf Umsätze, auf Umsätze zuordnen und arbeitest die gesamte Liste durch, zumindest die Liste für den Voranmeldezeitraum, für den du die Umsatzsteuervoranmeldung machen möchtest. Und damit haben wir erledigt die Einnahmenseite, die Ausgabenseite und die Zahlungen. Und damit sind wir tatsächlich mit der rein praktischen Arbeit durch und jetzt geht es nur noch darum, die Umsatzsteuervoranmeldung irgendwie zum Finanzamt zu bekommen. Und dieser Arbeitsschritt, also die eigentliche Umsatzsteuervoranmeldung, ist wahnsinnig schnell erledigt. Das heißt, diese ganze Arbeit, die wir jetzt besprochen haben, die machst du idealerweise schon wöchentlich beispielsweise, dass du die Belege hochlädst oder immer, wenn du einen bekommst. Und dann ist tatsächlich die eigentliche Umsatzsteuervoranmeldung überhaupt nicht mehr aufwendig. Und die finden wir unter Buchhaltung, unter Elster. Dann öffnet sich einmal das Interface für deine Umsatzsteuermeldungen. Wir haben jetzt in unserem Beispiel die Voranmeldung gemacht für August. Das heißt, wir haben uns vor allen Dingen den August 2025 angeschaut und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, den August auszuwählen. Außerdem hast du, wenn du quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen machst, hier auch die Möglichkeit, Q1, Q2, Q3 und Q4 auszuwählen. Im Vorjahr habe ich 10.359,30 Euro ans Finanzamt gezahlt, also über 9.000 Euro Umsatzsteuerzahllast im gesamten letzten Jahr. Das führt dazu, dass ich in diesem Jahr, also im Jahr 2025, eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben muss. Und wir haben jetzt den August genauer angeschaut und hier sehen wir auch die gesamten Umsatzsteuerbeträge, die ich in diesem Monat bekommen habe von meinen Kunden, in Höhe von 1.533,98 Euro. Und davon abziehen kann ich Umsatzsteuerbeträge, die mir meine Lieferanten und Dienstleister in Rechnung gestellt haben. Das heißt 473,29 Euro. Das kann ich dann davon abziehen und das führt dann zu einer Zahllast für den August in Höhe von 1.060,69 Euro. Das ist jetzt das, was ich an das Finanzamt übermitteln würde und dann gleichzeitig auch zahlen würde, weil Zahlungs- und Meldetermin ist genau der gleiche. Übrigens, wenn du Monate hast, in denen du mal mehr Vorsteuerbeträge hast, also mehr Umsatzsteuer an deinen Dienstleister und Lieferanten gezahlt hast, als du selber bekommen hast, bekommst du das Geld tatsächlich auch erstattet vom Finanzamt. Das war bei mir zum Beispiel im Februar der Fall. Im Februar hatte ich tatsächlich einen höheren Betrag, den ich geltend machen konnte, als den ich abführen musste. Und das führt dann dazu, dass jetzt in diesem Fall ich 142,17 Euro vom Finanzamt wiederbekommen habe. Das heißt, das Finanzamt überweist mir dann tatsächlich die Steuer. So schön hat es mich leider nicht im August getroffen. Ich will mich nicht beschweren. Ich habe ja auch besser verdient als im Februar. Und wir können hier, falls wir das nicht ganz nachvollziehen können, das Ganze auch nochmal ausklappen. Das heißt, wir können hier einfach auf diesen Pfeil klicken und können dann tatsächlich auf die einzelne Transaktion und die einzelne Rechnung heruntergebrochen uns das auch nochmal anschauen, welche Beträge da jetzt eigentlich genau zusammengerechnet wurden und natürlich das Ganze auch auf der anderen Seite. Das heißt, was wird hier eigentlich genau geltend gemacht und welche Rechnungen fließen hier eigentlich mit rein. Hier sehen wir auch genau die Rechnung, die wir uns vorhin schon angeschaut haben. Einmal von Lexware Office, das heißt Haufe Service Center GmbH. Die 6,25 Euro, die haben wir uns eben schon in der Rechnung angeschaut. Die wird hier also richtig zugeordnet, dass ich das geltend machen kann. Ich würde an deiner Stelle das Ganze auf Plausibilität prüfen. Also kann das irgendwie sein, dass diese Zahlen richtig sind. In meinem Fall wird das Ganze richtig sein, da bin ich mir relativ sicher. Und ich klicke hier unten dann einmal auf Übermitteln. Dann fragt dich Lexware noch einmal, ob du dir sicher bist,
dass du jetzt tatsächlich den August für diese Steuernummer melden möchtest, weil wenn wir jetzt hier auf Übermitteln klicken, dann geht das Ganze tatsächlich direkt ans Finanzamt. Und bevor du hier aus Versehen irgendwie auf der Tastatur einmal ausgerutscht bist und dann aus Versehen was ans Finanzamt gemeldet hast, wirst du noch einmal gefragt, ob du dir sicher bist, dass das richtig ist. Und dann setzt du hier einmal den Haken und kannst das Ganze dann tatsächlich direkt ans Finanzamt übermitteln. Gleichzeitig, also mit der Übermittlung, schreibt er die Buchungsdaten fest. Das heißt, jetzt sind die Belege, die quasi in den August gehören, festgeschrieben und du kannst sie nicht mehr einfach bearbeiten. Das heißt, wenn du jetzt nochmal was korrigieren möchtest, weil du zum Beispiel deine eigene Rechnung irgendwie falsch ausgestellt hast, dann musst du die tatsächlich stornieren und dann nochmal neu ausstellen, weil bearbeiten ist jetzt nicht mehr. Das ist eine Anforderung von den GOBD. Das muss also so sein und ist tatsächlich auch richtig. Er weist einen hier auch noch auf einen ganz wichtigen Punkt hin, und zwar die zusammenfassende Meldung. Er sieht nämlich, dass ich in diesem Monat Umsätze gemacht habe mit einem Unternehmen aus dem EU-Ausland. Das heißt, ich muss diese Umsätze jetzt nicht nur im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt melden, sondern ich muss für diesen Monat tatsächlich auch eine zusammenfassende Meldung abgeben. Da sind dummerweise aber die Voranmeldezeiträume ganz anders. Bei der zusammenfassenden Meldung ist ganz häufig das Quartal der Voranmeldezeitraum. Wir können das Ganze aber tatsächlich auch aus Lex4Office machen, deswegen ist hier tatsächlich der Hinweis ganz gut und lieber einmal mehr hinweisen als einmal zu wenig. Und wir schauen uns das gleich auch noch einmal an. Was spannend ist, wir haben jetzt die Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich schon erfolgreich ans Finanzamt übermittelt. Und es gibt jetzt eigentlich zwei Dinge, die wir tun müssen. Einmal müssen wir den Betrag überweisen, also die 1.060,69 Euro, die muss ich jetzt ans Finanzamt überweisen, mit der Angabe meiner Steuernummer und Umsatzsteuervoranmeldung 0825 oder August 25. Aber ich muss die Ausgabe für diese Umsatzsteuervoranmeldung ja auch wiederum kategorisieren, weil ich habe ja dann einen Geldabgang von meinem Bankkonto und ich brauche dafür ja einen Beleg. Und dieser Beleg wird automatisch erzeugt, und zwar kann ich hier einfach auf Beleg jetzt erzeugen klicken und damit erstellt Lex4Office einen Beleg für die Umsatzsteuervoranmeldung. Wir sehen das ist das Übertragungsprotokoll, dass ich tatsächlich jetzt für diese Steuernummer die Umsatzsteuervoranmeldung gemeldet habe in Höhe von 1.060,69 Euro. Und tatsächlich wird hier auch schon alles ausgefüllt, das heißt Finanzamt für Körperschaften 2, Umsatzsteuerzahllast August 25 für die Steuernummer, und hier wird auch die richtige Kategorie vorgeschlagen, die Umsatzsteuervorauszahlung, keine Umsatzsteuer auf die Umsatzsteuer, wäre noch lustiger, und hier einmal den Betrag. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach auf Speichern und Schließen klicken und habe dann tatsächlich die Ausgabe für die Umsatzsteuervoranmeldung schon angelegt, damit das Ganze in meiner Buchhaltung berücksichtigt ist. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf zwei Dinge aufmerksam machen, und zwar einmal, eben schon erwähnt, die zusammenfassende Meldung. Die muss ich quartalsweise machen. Die findet man aber auch hier unter Buchhaltung, Elster und dann in der linken Seite unter zusammenfassende Meldung, und ich kann hier jetzt beispielsweise für das dritte Quartal, das mache ich natürlich erst, wenn das dritte Quartal vorbei ist, eine zusammenfassende Meldung machen für die Umsätze, die ich gemacht habe mit Unternehmen, die ihren Sitz haben im EU-Ausland. In meinem ganz konkreten Fall Google, also YouTube AdSense-Einnahmen, und AG1, mit denen habe ich Umsätze gemacht, und das Ganze kann ich dann übermitteln, sobald das Quartal vorbei ist. Und was natürlich auch immer mal vorkommen kann, dass ich vergesse, was ich gemeldet habe. Jetzt weiß ich es natürlich noch, aber weiß ich das auch noch im halben Jahr, und vielleicht möchte ich im halben Jahr wissen, ach, was hatte ich denn jetzt noch gemeldet für den August? Diese Protokolle, die kann ich tatsächlich anschauen. Und zwar hier auf der linken Seite unter Protokolle finde ich einmal eine gesamte Liste von allen Meldungen, die ich aus meinem Lexware-Account ans Finanzamt übermittelt habe, und damit kann ich hier jederzeit auch wieder rekonstruieren, was ich gemacht habe, wenn ich es mal wieder vergessen haben sollte. Und damit haben wir es auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Abgabe deiner Umsatzsteuervoranmeldung. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und diesen ganzen Prozess ein wenig beschleunigen. Wenn du dazu noch Fragen hast, also zur Umsatzsteuervoranmeldung, zur Umsatzsteuer, zu Lex4Office, dann lass es mich unten im Kommentarbereich wissen. Und wenn du bisher noch nicht Lex4Office benutzt hast, das Ganze aber relativ gut strukturiert und übersichtlich fandst, dann schau dir doch mal Lex4Office an. Du findest alle Informationen unten in der Videobeschreibung, wenn du auf den ersten Link klickst. Du hast gesehen, ich benutze Lexware selber, ich bezahle dafür. Das heißt, das ist das Tool, was ich selber in meiner Selbstständigkeit benutze, und kann das Tool deswegen auch empfehlen. Und damit sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn du in Zukunft nichts verpassen möchtest, im Bereich Steuern, Buchhaltung und Finanzen ändert sich ja manchmal was, dann abonniere doch diesen Kanal oder schau dir einfach eins der weiteren Videos an, zum Beispiel das hier, oder klick einfach direkt hier, um meine Empfehlungen zu finden.